Die Verwendung des Position Size Calculator ist sehr einfach gehalten. Man sucht sich einen Markt raus, den man handeln möchte, öffnet den Position Size Calculator, muss dann entscheiden, möchte man eine Long- oder eine Short-Position eingehen. Ich möchte eine Long-Position eingehen, gehe auf Buy, dann werden beide Linien angezeigt, grün für Einstieg, rot für Ausstieg. Und ziehe die Linien am Einstiegslevel und die rote Linie am Stop-Loss-Level. Dann erhält man im Kalkulator wichtige Informationen. Man sieht, dass meine Position bezogen auf meine Depotgröße maximal 1% betragen soll. Man sieht den Preis für den Einstieg, man sieht den Preis für das Stop-Loss, man sieht die Differenz, den Differenzbetrag zwischen Einstieg und Ausstieg. Man sieht, dass die Position, die ich eingehen möchte, aus 24 Aktien besteht. Das Risiko der Position liegt bei 98 US-Dollar 16 und die Position hat eine Größe von 2093 US-Dollar 28. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn man mit dem Rechner nur das Risiko berechnen möchte aber die Orders manuell eingehen, dann könnte man jetzt hier entsprechend die Orders eingeben und sagt dann Remove PC Lines. Dann sind die Linien wieder weg. Wenn man den Kalkulator auch für den Einstieg nutzen möchte, dann zeichnet man die Linien wieder ein. Und geht auf Open Position. In dem Fall wird eine Order in den Markt gelegt, genau nach den Einstiegs- und Ausstiegskriterien, die hier definiert wurden. Und im Position Size Calculator oder Manager wird genau die platzierte Order mit dokumentiert. Das ist dann wichtig und interessant, wenn man in verschiedenen Märkten tätig ist, um einen zentralen Überblick zu haben. Das, was man einfach machen kann, man kann hergehen und kann die Einstiegsorder verschieben. Das Verschieben wird hier mit dokumentiert und protokolliert. Das Stop-Loss-Order geht nicht. Die ist fest im Markt. Wenn ich hinterher feststelle, ich möchte meinen Stop-Loss doch anders verlegen, dann muss man die Orders löschen und nochmal neu aufgeben. So, man kann jetzt gleichzeitig auch sagen, okay, man hat den zweiten Markt. Zum Beispiel diese Aktie. Hier möchte ich eine Short Order eingehen. Geht man auf Sell. Verschiebt auch wieder Einstiegslevel. Und möchte ganz gern hier meinen Stop Loss lassen. Sehe auch wieder die entsprechenden Informationen. Mein Risiko, Einstieg, Ausstieg, Differenz, wie viele Aktien ich kaufen kann, die Größe der Position. Und sage jetzt hier auch wieder Open Position. Oder wird in den Markt gelegt, wird entsprechend mit dokumentiert. Jetzt gehen wir da ein bisschen näher ran. Auch das wird gleich wieder mit dokumentiert in der Datenbank drinnen. Auch hier sieht man nochmal entsprechend den Status von der letzten Position, die angegangen wurde. Wenn die Daten zu viel in der Datenbank drinnen werden, kann man hergehen und kann auch sagen Clear. Dann werden alle Einträge wieder gelöscht. So, jetzt schauen wir mal, ob noch eine Order ausgelöst wird. So, haben wir das hier auch. Man sieht, es geht wirklich schnell, dass das dahinter kommt, ohne dass man viel machen muss. So. Probieren wir das auch gleich nochmal aus.
So, jetzt sieht man das. Order wurde ausgelöst. Bin im Markt drinnen. Wird hier entsprechend mitdokumentiert, dass die Order platziert wurde. Und im gleichen Atemzug wurde die Stop-Loss-Order auch akzeptiert. Das ist genau die. So, und jetzt kann man hergehen und kann dann, wie man möchte, die Stop-Loss-Order nachziehen. Und den Trade händisch weiterverwalten. So viel zum Position Size Calculator. Viel Spaß